Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Herzlich willkommen beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking einfach anders. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir sind ja auch total beseelt und glücklich, ja, dass der Superstar so entspannt aussieht nach so einem Ritt, nach so einer großen Tour mit unfassbar vielen Auftritten. Waren es jetzt 7 oder waren es 8, Thomas? Wie viele Auftritte waren Modern Talking? Nein, hallo, Ja. alle Lieben, die zuhören. Es waren 8, aber es waren 7 im Rahmen der Tour. Und ich hatte aber noch eine Show in Warschau. Also es waren dann insgesamt, 8 Shows, die ich in den letzten was haben wir denn heute? Also in den letzten 2 Wochen gemacht habe. Ne? So, ja, also es ist schon Wahnsinn, was du da abgerockt hast, aber wir werden darauf jetzt gleich nochmal näher zu sprechen kommen. Es gibt dann auch so einen kleinen Einblick behind the scenes, denn ich habe Thomas in Frankfurt besucht bei seinem Konzert und da nehmen wir euch dann gleich auch nochmal mit. Und wir haben auch viele Fragen bekommen von euch. Deshalb würden wir das auf den nächsten Podcast verschieben, wo wir dann mal einige Fragen beantworten. Lustig war auch eine Hörerin, ich glaube Katharina hieß sie, hat ihren 50. gefeiert in Frankfurt aus Großzimmern. Katharina, die geschrieben hat... Glückwunsch nochmal, Katharina, Glückwunsch. Ja, es wäre ein super tolles Geburtstagsgeschenk gewesen, mit dir quasi ihren 50. zu feiern. Und Kunzilein saß 2 Reihen vor mir, hat sie geschrieben, und der war mit der ganzen Familie da, die wohl auch ziemlich viel Spaß hatte. Ja, Na, siehst du, Kunzi, du bist auch hier. So, hier, ich durfte der auch dabei Radiosuperstar. sein. Ja, ich durfte auch dabei sein. Und mein Sohn hat die ganze Zeit gesagt, Mensch, warum müssen die denn da ständig aufstehen? Können die nicht auch im Sitzen Spaß haben? Na, er hat das Prinzip eines Konzertes noch nicht ganz verstanden, aber da kommt er hin. Ich glaube auch, das lernt er noch. Was ja gerade so ein ganz aktuelles Thema ist, wo alles drüber spricht, ist hier KI, die sogenannte Deepfakes. Weniger schön und eigentlich grausam und widerlich ist diese Geschichte im Zusammenhang mit Colin Fernandes und Christian Ulmen. Da gibt es ja Vorwürfe, dass er ihren Körper virtuell geklaut hat und missbraucht, und das werden hoffentlich die Staatsanwälte und die Gerichte klären. Und ich möchte das eigentlich jetzt gar nicht so thematisieren, sondern Also wenn es wirklich der Fall ist, ist es eine Katastrophe, finde ich. Auch menschlich ist es, wenn es so sein soll, finde ich es menschlich. Tiefer kann man eigentlich gar nicht fallen. Aber ich will mich jetzt gar nicht dazu äußern, du hast vollkommen recht, wir kommen zu anderen Themen. Wir werden das auf jeden Fall in den nächsten Monaten leider noch beobachten müssen. Und du hast ja aber dieses KI-Thema ja absolut positiv verwendet. Diese ganze Tour, diese ganze, ich sag mal, Kampagne, ja auch mit den zig Alben, die du neu aufgenommen hast, Thomas Anders Sings Modern Talking, baut ja auch auf sehr viel KI auf, wo dein jüngeres Ich quasi neben dir steht. Das wurde ja alles projiziert und ihr habt das ja auch komplett auf die Spitze getrieben. Also wer beim Konzert war, der sieht dann auch, als erstes kriegt man ein Video gezeigt, der neue Song The Best Is Yet to Come, und das singt komplett der junge Thomas Anders in diesem Video mit Nora-Kette, volles Programm, steht er da und singt da. Das ist so echt, das ist so verrückt. Wie habt ihr das gemacht? Ja, das ist einfach die Technik, die mittlerweile so ist. Und ich habe schon in verschiedenen Interviews gesagt, wenn ich dazu gefragt wurde, wie ich zur KI stehe. Und ich habe da eine ziemlich pragmatische Einstellung zu. KI ist nicht mehr wegzudenken. Also KI wird immer perfekter und es wird unser Leben in der Zukunft auch beeinflussen. Und da bin ich ziemlich rational im Kopf, dass ich mir sage, etwas, was ich nicht verhindern kann, ich werde KI nicht aufhalten können,
was ich nicht verhindern kann. Ich muss mir gar nicht die Mühe geben, es abzulehnen, sondern ich muss lernen, damit positiv umzugehen. Weil es kann ja hilfreich sein. In meinem Falle ist es ja hilfreich. Aber es wird nicht mehr umkehrbar sein. Es wird noch perfekter. Wir müssen dann gucken, dass die Gesetzgeber wirklich auch was rausbringen, wo halt eben gekennzeichnet sein muss. Dass es halt eben KI generiert ist. Und aber trotzdem, ich meine, auch das Handy, also das Mobile Phone, bringt nicht nur Vorteile. Aber wir haben gelernt, damit umzugehen. Und Social Media mit im Internet bringt nicht nur Vorteile. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Und so bin ich fest davon überzeugt, dass die Menschheit auch damit lernt, mit der KI umzugehen. Aber was hat das denn mit dir gemacht? Wie hat dich das abgeholt, dich dann selbst zu sehen, diesen jungen Thomas Anders, der da spricht, der da mit dem Publikum auch redet beim Konzert. Ich meine, das hat ja alle nochmal zurückgeholt in dieses 80er-Feeling. Das war ja sensationell. Wir werden später nochmal drauf eingehen. Aber was fühlst du dabei, wenn du dich so siehst? Also du siehst dich und du bist es und bist es irgendwie auch nicht. Das ist ja total verrückt. Ja, wir haben jetzt ja April, das heißt also und das ist ja, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, das waren ja Layouts, wie es ungefähr auszusehen hat. Es ist nun heute April 2026. Ich habe das erste Mal im Herbst 2025 gesehen, wie der junge Thomas Anders den jetzigen Thomas Anders umarmt. Und das war natürlich unfassbar. Ich meine, jeder Mensch wünscht sich doch, fast jeder, wünscht sich doch irgendwie nochmal jung zu sein, nochmal die Zeit zurückzudrehen. Und es ist bei mir zurückgedreht. Der junge Thomas Anders kommt auf den jetzigen zu, auf den alten Thomas Anders. Also ist im Alter meines Sohnes, war noch ein bisschen jünger damals. Das war für mich sehr schwierig zu verstehen. Und nun, 1,5 Jahre später, ist die Technik um ein Vielfaches besser geworden. Das war damals noch so ein bisschen von den Bildern nicht so natürlich, war ein bisschen holpriger und sowas. Aber die Computer, die setzen das mittlerweile so fantastisch um. Und ich bin davon überzeugt, in einem Jahr ist das nochmal ein Sprung weiter. Und es wird halt eben immer perfekter. Natürlich auch schwieriger für die Menschen, es auseinanderzuhalten. Aber jetzt nochmal auf die persönliche Geschichte zu kommen, das war für mich sehr emotional. War es ja auch für alle, die jetzt bei diesem Konzert waren. Also da war ja eine komplette Ansprache dann auch von deinem jungen Ich, wo es darum ging, von was du geträumt hast und dass du deinen Traum jetzt leben darfst. Und wie wurde das gemacht? Hast du das eingesprochen oder wurde da irgendjemand dann draufgesetzt oder ist diese Animation von deinem jungen Ich, ist das komplett mit dem Computer gemacht? Also das ist so. Ich habe es auf Deutsch und auf Englisch eingesprochen. Dann habe ich das in eine Kamera nochmal gesprochen. Aber das ging jetzt nur um mal eben meine Mimik im Gesicht und dass mein Mund halt eben abgetastet, also nun virtuell im Grunde aufgenommen wird. Und das ist dann in diese junge KI vom Computer umgerechnet worden, dass das im Grunde meine Lippensprache hat, meine Augensprache hat und das wurde dann halt eben auf jung gerechnet. Das waren die Vorbereitungen für diese Ansprachszene. Also das war sehr, sehr beeindruckend. Ich war ja dann in Frankfurt auch bei dir, habe dich ja besucht in der Jahrhunderthalle.
Oh, an dieser Stelle muss ich noch sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Heute Michi Görgen hat Geburtstag. Ich weiß ja, ich weiß ja, du sagst immer, wir machen keine Geburtstagsgrüße, weil wir das gar nicht alles erfüllen können. Aber du machst es ja auch nicht, ich mache es. Ja, von daher ist das ja okay. Weil ich Ja, hab aber die dem- Michi ist eine liebe Freundin von uns, da darf man das. Ach so, okay. Ich habe ja auch ihr Mann versprochen, dass wir das machen. Wir haben mich auch beim Konzert getroffen. Da habe ich gesagt, ja, das machen wir natürlich sehr gerne. Also Michi, Happy Birthday heute an diesem Karfreitag. Tja, kein Fleisch essen, ist klar, ne? Ja, man wird auch mit Fisch satt und mit Gemüse. Ja, zweimal im Jahr kann man das schon machen, ne? Also Mittwoch und Karfreitag. Und jetzt wollen wir euch mitnehmen nach Frankfurt, wie dieser Abend so war. Und sagen auch vorher schon mal, dass wir im nächsten Podcast wieder gerne Fragen beantworten. Also wenn ihr Fragen habt, jetzt oder auch nach diesem Podcast oder vorher schon, schickt sie uns an podcast@thomas-anders.com. Die Fragen, die wir veröffentlichen, die werden mit einer Podcast-Tasse belohnt. Und ansonsten würde ich sagen, Thomas, gehen wir jetzt zurück nach Frankfurt und lassen das alles ein bisschen wirken. Das war schon toll. Ich saß ja dann auch im Publikum. Ja, wie hast du das denn empfunden? Wie war das denn für dich? Ich meine, oder welche Erwartungen hattest du an die Show? Das ist doch mal interessant für mich auch zu hören. Ich meine, dass du natürlich der begnadete Thomas Anders-Fan bist. Okay, keine Frage. Aber du musst ja auch irgendwie mit einer Erwartung reingekommen sein. Und du bist ja mit einem Eindruck rausgegangen. Wie war es denn für dich? Also für mich war es hat mich absolut geflasht und ich dachte, also ich sehe das ja auch immer so ein bisschen analytischer. Ich sehe das ja jetzt nicht wie jetzt der normale Fan, sondern ich bin ja auch schon seit vielen Jahren Medienschaffender und Ja, denk das ist in der mir Branche, ja. und denk mir dann so, hey, wie geil, wie so am Zahn der Zeit, also dieses Intro, wie das gemacht war, das hat mich voll abgeholt. Das war so groß mit dieser KI und dann auch dieses Opening, wie dann quasi diese Stimme gesprochen hat, dein junges Ich, nochmal eine Ansprache und dann ging das so in dieses You My Heart, You My Soul rein, bis dann hier die Pyro geknallt hat und du nach oben geschwebt bist von der Bühne und dann die große Showtreppe runter. Also man hat ja hin und wieder, ne, und es soll jetzt auch kein Geschleime sein, man hat ja hin und wieder, gibt es ja Stars, wo man sagt, hey, ihr hättet es vielleicht besser gelassen mit dem Comeback und so, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so zeitgemäß. Du hast es geschafft, diesen Change hinzubekommen, dass du absolut hier eine Vorreiterrolle hast. In Deutschland kenne ich keinen, der das so macht. Und so ein Brett, es war absolut kurzweilig. Du hast die Leute zurück in die 80er geholt. Ich habe gesehen, ganz viele habe ich gesehen, wie die alle gestrahlt haben, wie sie getanzt haben. Ne? Egal, ob die im Rhythmus waren oder nicht, die hatten alle Spaß, die Leute. Und du hast denen einfach nochmal diese Zeitreise geschenkt und ihnen auch mal vielleicht auch mal so ihre Sorgen vom Alltag waren da vergessen. Die konnten einfach mal wieder das genießen. Und es war kurzweilig, es hatte Tempo, es hatte Witz. Du hast doch zwischendrin immer so ein paar Anekdoten noch erzählt. Und die Band war super. Und man hat ja auch, manchmal gibt es ja auch Konzerte, wo man denkt, oh, jetzt wird es aber ein bisschen langatmig hier, ne? Und ich weiß nicht. Das ist ja auch so ein Ding, was sich im Laufe der Jahre entwickelt hat, dass die Menschen, die Aufmerksamkeitsspanne ja immer kürzer wird. Und bei dir, das war alles auf den Punkt. Und dass du die 80er-Jahre-Medley das noch gemacht hast, das war auch cool. Ja, du hast hier Thriller von Michael Jackson, nee, Billie Jean war es, hast du gesungen, ja. Billie Jean zum Beispiel. Und einer meiner Lieblingssongs von Rick Astley war ja hier noch. Never Gonna Give You Up. Never Gonna Give You Up, ja. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war bezahlte Werbung. Nein, 5,20 €. Es macht Spaß und wenn du das so erzählst, ich hätte schon direkt wieder Bock, heute Abend auf die Bühne zu gehen. Aber es kommt ja. Und ich würde sagen, liebes Kunstilein, wir schalten um nach Frankfurt. So soll es sein. Herr Anders, ja, wo ist er denn? Mensch, hier ist ja voll was los hier hinter den Kulissen. So, wenn man hier läuft, hier, guck mal, ist ja alles hier organisiert, Produktionsbüro,
hier und da. Und dann haben wir Garderobe Thomas Anders. Ah ja, okay. Garderobe Thomas Anders. Hallo. Herr Anders, was für eine Ehre, dass ich hier mal Backstage in deiner Garderobe sein darf. Wow. Wer kommt denn da zur Tür herein? Es kann doch nur das Kunzilein sein. Ja, das freut mich, dich jetzt mal bei der Arbeit zu sehen. Ne? Ich sehe dich ja sonst nie bei der Arbeit. Du bist ja meistens... Noch sitze ich in der Garderobe, also noch arbeite ich nicht großartig. Ist jetzt schon vor der Arbeit, kann man sagen, hier in der Garderobe hast schön. Guck mal, hier ist diese Couch, hier sind ein paar Lampen und so. Es gibt Getränke, Catering. Ja, hier gut, der gute Thomas Anders. Oh, jetzt gibt's natürlich den Rosé-Sekt haben wir hier, wunderbar. Dann haben wir den Wein. Also hier ist alles da. Kann ich so ein Schlückchen Wein kriegen? Du kriegst ein Schlückchen Wein, soll ich es eingießen? Ein Schlückchen Wein wäre doch nicht schlecht hier. Ja. So Na, vor der Show brauchen wir immer so 1, 2 Schlucke, weil es ja, ich will nicht sagen, das lockert, aber es ist einfach auch ein Genuss. Und die Show ist ja auch Genuss. Ja, also du bist jetzt heute ist die 6. Show, ne? Heute ist die 6. Show, ja. Du warst ja jetzt hier Berlin, Stuttgart. Berlin, Hamburg, Stuttgart, Leipzig, Düsseldorf. Jetzt ist es Frankfurt und dann geht's noch mal weiter nach Wien. Also was ich so gesehen habe, so auf Social Media, also die Fans scheinen es ja richtig hier zu feiern und du wirfst dich in eine Lederjacke, habe ich gesehen, ja, auch heute Abend. Ja, das ist Bestandteil jeder Show. Wirklich so eine 80er Jahre Lederjacke. So, ich meine, die ist mörderschwer und die ist sauwarm, aber egal. egal, aber da muss ich durch, aber das gehört auch wirklich zu dem wirklich eisenharten 80er-Jahre-Part, den ich in der Show bringe. Es sind ja Songs von Künstlern aus den 80er Jahren, das ist ein Medley, ein großes Medley und das kommt total super an. Also die Leute rasten komplett aus und die können mitsingen und die haben echt Spaß dabei und es ist genau das, wie ich es im Grunde ja konzipiert habe. Ich habe mir es erhofft und es funktioniert. Ja, es funktioniert ja sowieso mega. Also ich meine, das ist schon krass. Also wenn man allein dieses Bild sieht, ne, dieses Logo und diese Videoanimation, dass du ja quasi der Thomas Anders heute, ich sage jetzt nicht der alte, der Thomas Anders heute und der junge Thomas. Der Junge und der Ältere. So können wir uns einigen. Oder reifere vielleicht. Nee, jetzt wollen wir nicht politically korrekt werden. Also, okay, der Junge und der Ältere. Also, und so ist das ja auch. Ich meine, du erfährst ja gerade jetzt nochmal so einen Mega-Hype. Also, dass das so durch die Decke geht. Das musst du dich da ab und zu doch auch nochmal kneifen oder sagst du dir, jo, ist halt so? ja, definitiv. Aber die Frage ist, ich frage mich oft beim Publikum, was hat es ausgelöst? Ich meine, das ist ja jetzt nicht künstlich erzeugt, sondern das ist ja passiert. Also die müssen das ja in sich gefühlt haben. Irgendwo muss da ja was gewesen sein, dass sie sagen, genau das wollen wir. Wir wollen genau diese Stimmung, wir wollen genau dieses Gefühl haben. Das muss ja irgendwo tief im Innern des Publikums da gewesen sein. Und ja, aber mein Gott, was soll's? Du brauchst manchmal verschiedene Bausteine, Mosaiksteine, um ein Bild rauszumachen. Und vielleicht passt es jetzt einfach zusammen. Und ich finde es großartig und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, es ist vielleicht auch viel in dieser Zeit, weil ja irgendwie nichts mehr so ist, wie es mal war, was die Welt so ein bisschen aus den Fugen ist. Und dass die Menschen da bei dir halt auch mit der Erinnerung an die Zeiten, wo es noch in Ordnung war oder wo irgendwie an die schönen Zeiten, dass sie da einfach anknüpfen und dass sie dann auch während deinem Konzert da einfach mal alles vergessen können. Gut, wir glorifizieren natürlich immer die Vergangenheit, das ist nun mal so. Und die 80er gelten ja so als das super Jahrzehnt, wo es keine Probleme gab, was ja nicht ganz stimmt. Wollen wir gar nicht drauf eingehen. Aber du hast im Grunde recht. Es ist so, dass man immer denkt, die 80er, da war alles noch in Ordnung. Da herrschte noch Zucht und Ordnung. Und die Musik war geil. Und da gab es die Schwarzwaldklinik. So. Also, ich trinke jetzt erstmal hier einen Schluck hier von deinem Wein. Zum Wohl, zum Wohle. Ja. So viel Zeit muss sein. Ist der neue Jahrgang, ich wollte es nur gesagt Das ist der haben. neue Jahrgang sogar schon. Vom Grauburgunder. Vom Grauburgunder. Sehr lecker, sehr lecker.
Ich frage mich, wie ist das jetzt? Ich meine, wir haben jetzt so eine Stunde vor Auftritt bis. Ist ein bisschen mehr. Wir haben so knapp 2 Stunden vor Auftritt. Und ist dann noch so Lampenfieber oder bist du dann einfach eher, wo du sagst, okay, ich muss mich jetzt langsam sammeln und konzentrieren? Und mal grundsätzlich belästigt mich hier der Kunze Die Zeit muss sein. für einen Podcast. Schneid hier so rein und macht so auf Buddy nach dem Motto, hallo, jetzt reden wir mal ein bisschen. Ich habe den vorne am Eingang gesagt, ich kenne den DJ. Nee, ich meine, wir sind jetzt natürlich bei der 6. Show schon eingespielt und da ist keine Ahnung, ich sage nur so ab kurz nach 7, also so 50 Minuten vor der Show, da will ich mich im Grunde umziehen, da will ich meine Ruhe haben und sowas, aber Lampenfieber ist nicht, es ist eine tolle Show und ich freue mich wirklich drauf, auch wieder gleich auf die Bühne zu gehen und ich kann jetzt heute zu dem jetzigen Punkt sagen, wir planen tatsächlich eine Fortsetzung, dass wir sagen, okay, das wird im nächsten Frühjahr, wird es weitere Shows geben in Deutschland. Vielleicht fragen sich einige, warum erst im nächsten Frühjahr, aber das ist dem geschuldet, dass halt eben die Hallen in Deutschland restlos überbucht sind und wir vor dem nächsten Frühjahr keine Hallen kriegen. Und dann wird es halt eben mit dieser Show, so wie es Stand jetzt ist, wird es dann weitergehen und das ist geil. Ja, das ist ja total cool. Das sind ja mega News. Also, ich meine, jetzt hast du auch geprobt und alles und das einstudiert. Also, ich meine. Jetzt weiß ich, wie ich die Treppe runtergehe. Ja. Und vor allen Dingen noch ohne Hilfe. Ja, auch das. Ja. Genau. Und, also, ich bin sehr gespannt auf die Show heute Abend. Gibt es denn noch irgendwas, wie du dich besonders vorbereitest? Gibt es da noch irgend so einen Kult, was du machst hier backstage? Ich meine, ich sehe hier Zitrone, ich sehe hier Ingwer, Träubchen, Schokolade ist auch da. Ja, benutzt du das alles noch? Nee, also wenn ist es im Grunde Ingwer, weil Ingwer putzt wirklich den Rachen, also durch die ätherischen Öle von Ingwer und wer Ingwer kennt, nicht jeder mag Ingwer und nicht jeder verträgt Ingwer, aber wer Ingwer kennt, der weiß, das ist relativ scharf. Aber es ist ein natürlicher Stoff, der im Grunde die Stimmbänder und den Rachen säubert und klar macht. Das heißt, jetzt wollen wir nicht zu medizinisch werden, aber ganz klar ist es so, dass natürlich der Rachen durch halt eben Getränke, durch das, was wir essen, durch unseren Speichel, der ist verschleimt. Dadurch sind die Stimmbänder auch verschleimt. Aber je reiner die sind, um besser vibrieren zu können, desto besser klingt es. Und ich nehme wirklich vor jeder Show so ein Stück Ingwer und kaue drauf rum und das macht das wirklich ganz sauber. Sie hörten eine Empfehlung von Dr. Thomas Anders, der auch nie wieder anders heißt als Anders. Denn auch das habt ihr ja mitbekommen. Das ist ja, dein Namen musstest du ja abgeben, also dein Geburtsnamen, aufgrund irgendwelcher Behördengeschichten. Also wir haben das ja jetzt alle schon gelesen und die Fans haben es ja auch mit Sicherheit auch verfolgt. Bist du drüber hinweg oder belastet dich das noch, dass du deinen Geburtsnamen hast jetzt aufgeben müssen? Ich belasse das gar nicht, aber das Interessante ist, es hat mich viel mehr emotionale Überwindung gekostet, meinen Vornamen abzugeben. Nicht den Nachnamen. Weil mit dem Vornamen, man muss sich das vorstellen, man wird ja von den Eltern so genannt. Damit wächst man auf. Im Grunde, ich sage mal, ich weiß nicht, wie es dir ging, bis 10, 12 war dir scheißegal, wie der Nachname war. Ja. Du warst der Andreas. Ja. Und du hast dich Menschen vorgestellt mit Andreas. Und du stellst dich ja viel mehr Menschen mit dem Vornamen vor, als mit dem kompletten Namen. So, jetzt hatte ich nun über weit über 4 Jahrzehnte den Namen Thomas Anders auch im Pass. Und jetzt kommt der Punkt, wenn ich früher Menschen kennengelernt habe, konnte ich mich entscheiden vom Kopf. Sind es jetzt Privatpersonen, stelle ich mich als Bernd vor oder als Thomas? Aber den Bernd gibt es nicht mehr. Ja, die Entscheidung ist dir mittlerweile abgenommen, brauchst du nicht. Ja, aber ich muss jetzt sagen, hallo, ich heiße Thomas, aber innerlich fühle ich Bernd. Ja. Und das ist viel, viel, viel für mich vom Kopf komplizierter als mit dem Nachnamen.
Spannende Geschichte, ne? Also das ist, aber gut. Immerhin, du warst ja auch hier dankbar, die Behörden haben das ja super gemacht hier, deine Heimatstadt Koblenz, lief ja alles wunderbar. Es tut mir nur so leid wegen der Familie, weil ich dachte, das ist ja viel, viel einfacher. Ich ändere nun meinen Namen und ich war dann halt eben bei der Behörde und dann sagten wir, ja, das ist überhaupt kein Problem, aber wie will sich Ihre Frau nennen? Ich sage, wie, was hat meine Frau damit zu tun? Und nun kommen wir zu einem Punkt, weil der Name Bernd Weidung aus dem Namensregister in Deutschland gestrichen wird. Und Claudia hat mich ja als Bernd Weidung geheiratet. Sie kann aber nicht mit jemandem verheiratet sein, dessen Namen es nicht mehr gibt. Also muss sie sich entscheiden. Entweder nimmt sie ihren Mädchennamen an oder anders. Und da sagt sie, okay, Claudia, anders, logisch. Die nächste Entscheidung bei meinem Sohn. Der ist volljährig. Der hätte entscheiden können, ich behalte den Namen Weidung. Und wir saßen dann eben so im Familienrat zusammen und der sagte, entschuldigt bitte, ich möchte nicht den Rest meines Lebens mich erklären zu müssen, weshalb ich einen anderen Nachnamen habe als meine Eltern. Okay, also Alexander, anders. Und nun kommt's. Alles, die müssen ja, bei mir ist ja schon zum Teil, das war ja so ein bisschen verschwommen. Aber bei Claudia und bei Alexander, die müssen ja Kreditkarte, Bank, Versicherung, Auto, wir müssen unsere Patientenverfügung, Testament, es muss alles geändert werden. Nein, das ist ja auch, das kostet ja auch einen Haufen Geld, dass das alles noch geändert werden muss. Und was ein Aufwand, was eine Zeit. Das dauert, also bis das durch ist, gehen wir von aus, das dauert mindestens 6 bis 9 Monate. Und da werden immer noch wieder Sachen kommen, die halt eben auf unseren bürgerlichen Namen ausgestellt sind und auf Claudia Weidung und auf Alexander Weidung. Aber das ist nun ein Prozess, den es halt eben noch gibt. Herrlich. Also Ingwer ist da, Getränke sind da. Kunzi ist da. Kunzi ist da. Ja, ich gehe ja jetzt auch gleich und lass dich dann in Ruhe, damit du dich noch ein bisschen hier vorbereiten kannst. Ich bin sehr gespannt auf die Show. Ich werde mir das natürlich genau anschauen und werde mich zwischendrin dann auch nochmal melden. Kritisch anschauen? Ja, natürlich. Ich meine, du brauchst ja auch mal Kritiker. Du hast ja die ganze Zeit die People-Pleaser um dich herum. Es muss ja auch mal einer sagen, hey Thomas, vielleicht, weißt du, hättest du mal besser oder so. Tja, meine lieben Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, es könnte der letzte Podcast gewesen sein. Ja, genau, weil der junge Mann hier nicht so kritikfähig ist. Also, wir werden es sehen. Ich werde mich zwischendrin mal melden. Thomas, toi, toi, toi. Ich wünsche dir eine tolle Show und du rockst das und Sherry, Sherry Lady. Ja, danke. Wir sehen uns und hören uns. So, dann gehe ich jetzt mal hier wieder raus und guck mal, wie es da hinter der Bühne aussieht. Ich will ja schon noch ein bisschen gucken, wie es hier weitergeht und werde mich dann auch gleich nochmal ins Publikum setzen. Und was haben wir denn hier? Ah, hier ist der Aufgang. Da geht es in irgendeine Halle hoch. Ach Gott, ich glaube, das ist mir jetzt zu weit. Nee, da melde ich mich lieber gleich nochmal aus dem Publikum. Also ich bin jetzt im Publikum und ich muss sagen, du singst gerade Cherokee Highway und der Sound ist echt gut. Das kann man gar nicht anders sagen. Und du stehst 1A auf der Bühne. Ich finde das schon bewundernswert. Ja? Also um mich herum stehen sie alle auf und sind natürlich voll dabei, fühlen sich total abgeholt. Dabei läuft das Video, wo du da im Auto sitzt und dein jüngeres Ich nebendran. Ich mag ja so ein bisschen dein Jackett mit diesem Glitzer am Rand und auf dem Rücken steht ja auch TA. Das hat so ein bisschen was von Elvis, muss ich schon sagen. Cherokee Highway. Ich bin auch super, ich sitze Reihe 5. Ich sitze echt recht nah dran. Da hat das echt gut gemacht mit der Herr Anders. Aber der Sound ist sensationell gut. Und wenn man überlegt, jetzt schon so viele Konzerte, ja, Konzert Nummer 6 und dann immer noch so bei Stimme und immer diese Handbewegung, die du so machst.
Guck mal hier, da ist ja richtig die Hüften kreisen. Herrlich. Ja, den Leuten scheint es gefallen zu haben. Oh, das ist jetzt auch schön. Weißt du, was mich wundert? Da sind teilweise sehr, sehr junge Fans, die hier voll abtanzen. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Bei der einen rechts neben mir bin ich mir nicht sicher, ob die sich irgendwas eingeworfen hat. Die grinst die ganze Zeit vor sich hin, die ist voll in deine Musik eingetaucht. Es ist fast was Hypnotisches. Jetzt will gerade eine Frau mit Blumen auf die Bühne, die wird aber aufgehalten vom Security-Mann. Die hat ganz viele weiße Rosen für dich, Thomas. Und du singst und singst. Ja. Ich würde die Rosen ja nehmen, aber ich glaube, die finden es nicht so toll, wenn sie die mir geben sollen. Mensch, und wirklich schöne weiße Rosen. Das sind bestimmt 30 Stück. Moni war schon Fan, der war noch gar nicht geboren. Aber das Ja, ist eine andere. so, Moni hat es doch geschafft, hier die weißen Rosen hochzubringen. Ja? Jetzt haben wir es Jake doch. alleine, das war damals wirklich unsere Welt. Oh, jetzt kommen direkt die nächsten. Jetzt kommen die nächsten Rosen. Hey, es läuft bei dir, Thomas. Und weiter geht's, warte, es sind noch welche. Da sind noch welche. Es kommt noch was. So, komm, eine geht noch, einer geht noch. Es gibt auch noch Pralinen und Sachen. Das ist ja, guck mal. Das hält nicht. So. Danke. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass es dich gibt. Und merci. Ich meine, 25.000 Kalorien. Danke. Walkman. Oh, Thomas, jetzt hast du den Zauberwürfel ausgepackt und hast gesagt, wer in 1 Minute 30 das Ding packt, zu lösen, den Zauberwürfel aus den 80ern, ist ja klar. Ja, und da hat sich jetzt eine gemeldet, ja, und jetzt kommt die auf die Bühne. Im Leben kann die das nicht, ja. Die will doch jetzt nur zu dir kommen. Guck mal. Das ist doch, die will nur zu dir auf die Bühne. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die das mit dem Zauberwürfel hinkriegt. Ja. Ich sehe da jemanden. Wann ist doch deine Platte? Wie schön. So, wen haben wir denn jetzt hier? Ich bin ein bisschen geblendet. Komm, es ist ein super Applaus. Jetzt bin ich echt Super gespannt. Applaus, wirklich. Das ist so großartig. Sie waren in den 80ern noch gar nicht geboren. Jetzt bin ich mal gespannt. Die will eigentlich nur, die will nur ein Selfie. Der hat ihr Handy schon dabei. Ja, er macht ein Foto. Ja, ja. Komm mal bitte, komm mal bitte. Sie sagt, Also, Lorraine, die will und das du mit dem bist mit Zauberwürfel im Leben nicht machen. Mit deinem Freund, da ist er. So. Und ich habe gesehen, der hat, als ich sagte, wer schafft das, hat er gesagt, du schaffst das, ne? Also pass auf, dann kriegen wir das noch. Warte mal gerade. Jetzt haben wir hier den Zauberwürfel. Pass auf, es macht keinen Sinn, wenn du dein Handy in der Hand hältst. Nein, die Tasche kannst du ja anlassen, oder? Das ist schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, Lorraine, ich finde es großartig, dass du hier bist. Jetzt den Zauberwürfel in die Hand. Und ich sage, Jetzt bin ich echt mal gespannt. Achtung, fertig, los! 1 Minute 30, jetzt den Zauberwürfel. Schafft es doch nicht.
1 Minute 20, hast du noch? Das ist ja, also, wenn das wirklich funktioniert. Bruder, die hat keine Ahnung, was die macht. Da hab ich eine Ahnung. Ich hab das mitgekriegt, das geht. Sie ist natürlich jetzt auch ein bisschen aufgeregter auf der Bühne. Ja? Das hier wird, das ist die Struktur. Mach dich weiter. Hast du noch eine Minute? Jetzt ist sie von ihrem Freund, ist sie ja letztendlich da auf die Bühne geschickt worden. 30 Sekunden noch. Das wird jetzt eng. 20. Du bist nervös, okay. Ich glaube, sie wollte nur ein Selfie mit dir. 10, 9. Lorraine. Das wird eng. Das war's. Ja. Aber Lorraine, sie war sehr nervös. Und wir können auf jeden Fall sagen, sie hat einen Freund, den sie heiß liebt. Also das ist auf jeden Fall mein Gesetz. Also am Ende hat der Freund nur auf sie gezeigt, damit sie hoch auf die Bühne kommt. Ist ein bisschen kleiner. Ich habe es gleich gesagt. Aber gut. Aber gut. Da kannst Ja. du leicht dran arbeiten, aber ich will nicht singen, so wie es dann macht. Es war schön, dass du da warst. Danke, Lorraine. Oh, die hat ihr Handy noch auf der Bühne liegen. Ja. Danke. Oh, und jetzt ist der Moment, wo du die Lederjacke anziehst. Oh, jetzt wird es ganz heiß. Ja. Mhm. Oh, ja, guck mal. Du und Lederjacke, das ist so krass. Also, man rechnet ja mit vielem, aber hast du jemals eine Lederjacke an? Das ist normalerweise gar nicht dein Style. Denn jetzt kommen wir zu einem Medley aus den 80ern. Ah, ja, gut. Da darf natürlich die Brille. Jetzt bin ich mal gespannt, mit was du anfängst. Oh, Sonnenbrille, Lederjacke. Ich wette, ihr könnt bei allen Songs mitsingen. Denn jetzt wirklich. Hey, du siehst ja echt scharf aus. Zu einem wunderbaren Medley. Ich habe viele Künstler getroffen in den 80ern. Und ich stand neben dieser Künstlerin, die ein Weltstar wurde, beim Finale einer Fernsehshow. Come on! Oh, mit der Just, mutig. Na endlich, Geronimo Cadillac. Oh, jetzt lässt dich aber ganz schön feiern hier. Ja? Die ganze Zeit rufen die Leute Zugabe. Wo bist du denn jetzt hin? Ah, es wird wieder hell. Es wird wieder hell. Okay, aber nur leicht. Die Band kommt. Wo bist du? Ah, du bist wieder da. Du bist wieder da. Danke, dass ihr da wart. Und, es war für mich ein Fest.
Ich habe es genossen, hier auf der Bühne zu stehen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Zeitreise mitgemacht. Und wir kommen jetzt zu einem Titel. Ja, hoffentlich der spielst du war jetzt auch genau Sherry vor Sherry Lady. 5 Jahren im März. Alle warten ja drauf. 86 Auf Platz 1 in den deutschen Charts. Na, welcher Song das wohl sein wird? Oh, Brother Louis! Ah, Brother Louis! Fast! Fast! Ja, jetzt ist hier schon große Party. Große Partys. Und der Security-Mann, der hat mittlerweile aufgegeben. Die ganzen Frauen sind hier vorgestürmt. Junge, wie du dich hier feiern lässt. Wir wollen die Sherry Sherry Lady hören. Ah, jetzt, endlich. Vorher wäre doch hier keiner nach Hause gegangen. Da kommst du ja wieder. Und du siehst so gut aus. Feuerfontäne. Wunderschönen Abend. Danke, dass ihr alle da wart. Und ja, ich kann wirklich nur sagen, es war für mich mal wieder ein Traumerlebnis auf der Bühne. Und den Song, den können wir alle. Den können wir alle zusammen singen. Ja, okay. Ja, wir singen alle mit. Sherry Sherry Lady. Wow, was für ein Konzert. Ich bin begeistert. Ja, mit den Röschen. Jetzt nimmt er die weißen Rosen und verlässt die Bühne. Was eine große Show. Mega. So, und ich gucke jetzt, ob ich noch mal zu dir in die Garderobe komme. An den Massen hier vorbei. Wow, so viele glückliche Gesichter. Respekt. Was für eine geniale Zeitreise. Und da sind wir auch schon wieder Backstage nach dem Konzert und es war ja großartig. Es war ja so groß. Ich wusste gar nicht, also, dass du, was da in dir steckt, das ist ja unfassbar. Also du bist ja ein Jungbrunnen, wie du hier über die Bühne geschwebt bist und wie du hier gesungen hast. Was für eine Show. Also heute war ein besonders guter Tag, oder? Jetzt weiß ich nicht, ob du mich verarschen willst. Nein, es war mega. Es war echt mega. Ich bin total begeistert. Wirklich. Ja, ich bin noch spritzig. Nee, war eine mega Show. Hey, die Leute waren total happy. Also ich war ja mittendrin gesessen und wir sind also wieder aufgestanden und haben getanzt und das war also wirklich dann ganz viele die Blumen. Hast du denn auch getanzt, Gunzi? Ich habe auch getanzt, natürlich. Bin auch aufgestanden. Ich habe sogar in die Kamera gewunken und so mal kurz. Und ich siehst ja, ich habe meinen Sherry Lady durchgeschwitzt. Ja, fast durchgeschwitzt. Es riecht noch nicht zum Glück. Ja, aber war eine großartige Show und ich bin gespannt auf alles, was jetzt da noch so kommt.
Es freut mich so, mein liebes Kunstlein, dass dir es gefallen hat und ja, ich bin auch natürlich beseelt. Das ist natürlich mein Tourprogramm und das habe ich Abend für Abend und das ist der Grund, warum ich diesen Beruf so liebe. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.